Hallo und willkommen zu unserem Deutsch-Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute sprechen wir über etwas, das sich für viele Lernende wie eine unsichtbare Mauer anfühlt. Ein Gespräch auf Deutsch starten. Ja, das ist wirklich schwierig. Ich kann manchmal gut antworten. Aber selbst anfangen, das ist eine ganz andere Sache. Genau. Und das ist interessant. Viele Lernende können reagieren. Sie können antworten, wenn jemand spricht, aber den ersten Satz selbst sagen. Das blockiert sie. Genau so fühlt es sich an. Ich öffne den Mund und dann passiert nichts, Und weißt du, warum das passiert? weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Halb richtig. Der eigentliche Grund ist ein anderer. Du weißt nicht, wie du anfangen sollst. Das ist ein Unterschied. Das klingt ähnlich, aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Genau. Du hast vielleicht Ideen. Du weißt, worüber du sprechen könntest. Aber der Einstieg fehlt. Dieser erste Satz, der das Gespräch öffnet. Ja, ich suche immer nach dem perfekten ersten Satz. Und dann sage ich gar nichts. Und das ist das Problem. Du wartest auf den perfekten Moment. Aber im echten Leben gibt es keinen perfekten Moment. Es gibt nur den Moment, in dem du sprichst oder schweigst. Das klingt direkt, aber es stimmt. Genau. Und deshalb ist das Ziel heute nicht, dir perfekte Sätze beizubringen. Das Ziel ist, dir einfache, echte Einstiege zu geben. Sätze, die du wirklich benutzen kannst. Sofort. In jeder Situation. Das brauche ich wirklich. Sehr gut. Denn ein Gespräch zu starten ist keine Frage der Grammatik. Es ist eine Frage des Muts. Und Mut wächst, wenn du weißt, was du sagst. Aber bevor wir starten, noch eine kurze Sache. Wir haben unser erstes Buch geschrieben. Es geht um kurze Geschichten aus dem Alltag in Deutschland. Gespräche zwischen echten Menschen in echten Situationen. Genau die Art von Deutsch, die du heute lernst. Mit einem Kauf unterstützt du diesen Podcast extrem und hilfst uns, noch mehr solche Inhalte zu machen. Vielen Dank dafür. Den Link findest du in den Kommentaren. Jetzt starten wir. Denn heute geht es darum, dass du den ersten Schritt machst. Auf Deutsch. Ich bin gespannt. Perfekt. Dann gehen wir ins erste Kapitel. Gut, dann starten wir jetzt. Und ich beginne mit einer wichtigen Frage. Was hält dich davon ab, ein Gespräch zu starten? Ich habe Angst, Fehler zu machen. Ich denke, der andere versteht mich nicht. Oder ich verstehe die Antwort nicht. Sehr ehrlich. Und das sind die 3 häufigsten Gründe. Fehler machen, nicht verstanden werden, die Antwort nicht verstehen. Und jetzt sage ich dir etwas Wichtiges. Alle 3 Probleme sind lösbar. Nicht mit perfektem Deutsch, sondern mit einfachen Strategien. Das klingt gut. Fangen wir mit dem ersten Problem an. Fehler machen. Stell dir vor, jemand spricht ein bisschen deine Muttersprache mit dir. Nicht perfekt, aber er versucht es. Was denkst du über diese Person? Ich finde das toll. Ich bewundere das sogar. Genau. Und genauso denken die meisten Menschen über dich, wenn du Deutsch sprichst. Sie sehen nicht die Fehler. Sie sehen den Mut. Das habe ich noch nie so gesehen. Und das ist die Wahrheit. Fehler sind kein Problem. Sie sind ein Zeichen, dass du es versuchst. Und das respektieren alle. Okay. Das nimmt schon viel Druck. Gut, jetzt das zweite Problem. Nicht verstanden werden. Und dafür gibt es eine sehr einfache Lösung. Was ist die Lösung? Du sagst es einfach. Du sagst am Anfang, ich lerne noch Deutsch, bitte sprich langsam. Ich lerne noch Deutsch. Bitte sprich langsam. Perfekt. Das ist ein Satz, der alles verändert. Du setzt die Erwartungen. Du gibst der anderen Person die Information, die sie braucht. Und du nimmst dir selbst den Druck.
Das ist wirklich clever. Genau. Und die meisten Menschen reagieren dann sehr freundlich. Sie sprechen langsamer. Sie helfen dir. Und jetzt das dritte Problem. Du verstehst die Antwort nicht. Auch dafür gibt es eine einfache Lösung. Was denn? Du fragst nach, du sagst, Entschuldigung, kannst du das wiederholen? Oder, ich habe das nicht ganz verstanden. Entschuldigung, kannst du das wiederholen? Sehr gut. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Das ist Kommunikation. Auch Muttersprachler fragen nach. Das stimmt eigentlich. Genau. Niemand versteht immer alles beim ersten Mal. Und Nachfragen zeigt, dass du wirklich zuhörst. Jetzt machen wir eine kleine Übung. Sprecht alle laut mit. Sag, ich lerne noch Deutsch. Bitte sprich langsam. Ich lerne noch Deutsch. Bitte sprich langsam. Jetzt, Entschuldigung, kannst du das wiederholen? Entschuldigung, kannst du das wiederholen? Jetzt, ich habe das nicht ganz verstanden. Ich habe das nicht ganz verstanden. Sehr gut. Das sind deine Sicherheitssätze. Wenn du nicht weiter weißt, hast du diese Sätze. Das gibt mir wirklich Sicherheit. Genau. Und Sicherheit ist der erste Schritt zu mehr Mut. Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie du wirklich anfängst. Was du sagst, um ein Gespräch zu öffnen. Ja, das ist das, worauf ich gewartet habe. Dann gehen wir weiter. Gut, dann kommen wir jetzt zum Kern dieser Folge. Wie startest du ein Gespräch? Was sagst du als erstes? Ja? Das ist die eigentliche Frage. Ich weiß manchmal, dass ich sprechen könnte, aber ich weiß nicht, womit ich anfange. Und dafür gibt es eine einfache Antwort. Du brauchst einen Einstieg. Einen kurzen, einfachen Satz, der das Gespräch öffnet. Nicht mehr. Also nicht gleich das ganze Gespräch planen. Genau, nur den ersten Satz, den Rest ergibt sich dann. Ich gebe dir jetzt die wichtigsten Gesprächseinstiege für verschiedene Situationen im Alltag. Die erste und einfachste Situation ist die Begrüßung. Du triffst jemanden, einen Kollegen, einen Nachbarn, jemanden im Kurs. Du sagst einfach, »Hallo, wie geht es dir?« Das ist der Klassiker. Kurz, freundlich, offen. Hallo, wie geht es dir? Sehr gut. Oder etwas lockerer. Hey, alles gut bei dir? Hey, alles gut bei dir? Perfekt. Das klingt natürlich und modern. Jetzt die zweite Situation. Du bist irgendwo und willst ein Gespräch starten. Vielleicht beim Warten. An der Haltestelle, im Wartezimmer, im Supermarkt. In Deutschland fangen viele Gespräche mit dem Wetter an. Das klingt klischeehaft, aber es ist wahr. Wirklich, über das Wetter? Ja. Du sagst, das Wetter ist heute schön, oder? Oder es ist gerade so kalt, oder? Das Wetter ist heute schön, oder? Sehr gut. Das kleine Wort oder am Ende ist wichtig. Es lädt die andere Person ein zu antworten. Das ist clever. Es ist keine echte Frage, aber es öffnet das Gespräch. Genau. Du machst eine Aussage und gibst der anderen Person die Möglichkeit zu reagieren, ohne Druck. Und jetzt kommt die dritte Situation. Du bist bei der Arbeit oder in einem Kurs. Du willst mit jemandem sprechen, den du noch nicht gut kennst. Du sagst, wie lange machst du das schon? Oder bist du schon lange hier? Wie lange machst du das schon? Sehr gut. Das ist eine offene Frage. Die andere Person kann viel oder wenig antworten. Du gibst ihr die Freiheit. Das fühlt sich weniger einschüchternd an als eine direkte Frage. Genau. Und noch eine sehr nützliche Frage für viele Situationen. Bist du auch zum ersten Mal hier? Bist du auch zum ersten Mal hier? Perfekt. Das funktioniert bei Veranstaltungen, bei Kursen, in neuen Gruppen. Es zeigt, dass du offen bist und Kontakt suchst. Jetzt noch eine Situation, die viele Expats kennen.
Du lernst jemanden kennen und willst mehr über die Person wissen. Du sagst, woher kommst du ursprünglich? Woher kommst du ursprünglich? Sehr gut. Das Wort ursprünglich macht die Frage weicher. Es zeigt, dass du weißt, dass die Person vielleicht schon eine Weile hier lebt. Das ist eine gute Nuance. Genau. Und dann kannst du weiterfragen, wie lange bist du schon hier in Deutschland? Wie lange bist du schon hier in Deutschland? Perfekt. Das sind echte Fragen, die echte Gespräche öffnen. Jetzt machen wir eine Übung. Sprecht alle laut mit. Sag, hallo, wie geht es dir? Hallo, wie geht es dir? Jetzt, das Wetter ist heute schön, oder? Das Wetter ist heute schön, oder? Jetzt, woher kommst du ursprünglich? Woher kommst du ursprünglich? Sehr gut. Das sind deine Einstiegssätze. Einfach, natürlich und sofort nutzbar. Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie du das Gespräch am Laufen hältst. Denn ein Gespräch zu starten ist eine Sache. Es weiterzuführen ist eine andere. Ja, genau. Ich schaffe manchmal den ersten Satz. Und dann wird es still. Genau das lösen wir als nächstes. Kurze Pause. Du verstehst Deutsch wirklich gut. Aber Verstehen und Sprechen sind zwei verschiedene Welten. Wir bauen gerade ein einzigartiges 30-Tage-Sprachsystem. Für Menschen genau wie dich, die in Deutschland leben oder leben wollen, aber sich noch nicht trauen zu reden. Keine langweilige Grammatik, nur 15 Minuten am Tag. Du kannst dir jetzt deinen Platz sichern und 30% Rabatt auf den Kurs bekommen. Link ist in der Beschreibung. Expertly, where speaking becomes living. Gut. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der viele Lernende genauso blockiert wie der Anfang. Das Gespräch am Laufen halten. Ja? Ich sage etwas. Die andere Person antwortet. Und dann weiß ich nicht, was ich als nächstes sage. Das ist ein sehr typisches Muster. Und der Grund ist simpel. Du denkst in langen Sätzen. Du planst ganze Absätze im Kopf. Und während du planst, wird es still. Genau. Ich denke zu viel nach. Und das ändert sich mit einer einfachen Strategie. Du hörst auf, das ganze Gespräch zu planen. Und du reagierst nur auf das, was gerade gesagt wurde. Also, Satz für Satz. Genau. Du hörst, du reagierst, du fragst. Das ist alles. Und dafür gibt es ein paar einfache Werkzeuge. Das erste Werkzeug sind Reaktionssätze. Kleine Sätze, die zeigen, dass du zuhörst. Zum Beispiel, ah, wirklich, das ist interessant. Oh, das kenne ich. Oder einfach, ja, stimmt. Ah, wirklich. Sehr gut. Diese Sätze sind kurz, aber sie halten das Gespräch am Laufen. Die andere Person fühlt sich gehört. Das ist wichtig. Wenn jemand nicht reagiert, fühlt es sich komisch an. Genau. Und mit diesen kleinen Reaktionen zeigst du, dass du dabei bist, dass du zuhörst. Und das motiviert die andere Person weiterzusprechen. Das zweite Werkzeug sind Anschlussfragen. Du hörst etwas und fragst direkt dazu. Zum Beispiel, jemand sagt, ich arbeite als Lehrerin. Du sagst, oh, das ist interessant. Magst du das? Oh, das ist interessant. Magst du das? Sehr gut. Oder wie lange machst du das schon? Wie lange machst du das schon? Perfekt. Diese Fragen sind einfach, aber sie zeigen echtes Interesse. Und sie geben der anderen Person Raum zu erzählen. Also, ich muss nicht viel sagen. Ich muss nur gut fragen. Perfekt gesagt. Genau das. Gute Fragen sind wichtiger als lange Antworten. Ich gebe dir noch mehr Anschlussfragen, die du immer benutzen kannst. Und wie war das für dich? Das ist eine sehr offene Frage. Sie funktioniert in fast jeder Situation. Und wie war das für dich? Sehr gut. Oder was hat dich dazu gebracht?
Das ist eine Frage nach dem Warum. Menschen lieben es, über ihre Motivationen zu sprechen. Was hat dich dazu gebracht? Perfekt. Und noch eine sehr einfache Frage. Und du? Einfach diese 2 Wörter. Und du? Genau. Du erzählst etwas über dich und dann sagst du und du. Die andere Person bekommt die gleiche Frage zurück. Das ist sehr natürlich. Das ist wirklich einfach. Ja, und deshalb funktioniert es so gut. Einfache Dinge funktionieren im echten Leben besser als komplizierte. Jetzt machen wir einen kleinen Dialog. Ich starte das Gespräch. Hey, bist du auch neu hier im Kurs? Ja, ich bin erst seit ein paar Wochen dabei. Und du? Ich bin schon etwas länger hier. Wie gefällt es dir bis jetzt? Sehr gut. Alle sind sehr nett. Und du, magst du den Kurs? Sehr gut, das ist ein echtes Gespräch. Kurz, natürlich und lebendig. Ich merke, dass ich gar nicht so viel sagen muss. Genau. Ein Gespräch ist kein Monolog. Es sind 2 Menschen, die abwechselnd sprechen. Dein Job ist nicht, alles zu sagen. Dein Job ist, dabei zu sein. Das nimmt wirklich viel Druck. Genau. Und wenn du das einmal internalisiert hast, wird Sprechen viel leichter. Im nächsten Kapitel schauen wir uns besondere Situationen an. Was machst du, wenn das Gespräch stockt? Was sagst du, wenn du ein Thema wechseln willst? Und wie beendest du ein Gespräch freundlich? Oh, das Beenden ist auch schwierig. Manchmal weiß ich nicht, wie ich aufhöre. Dann gehen wir weiter. Kurze Unterbrechung. Wenn du gerade Deutsch hörst und verstehst, dann machst du bereits mehr als die meisten. Und falls du noch weiterkommen willst, habe ich genau das Richtige für dich geschrieben. Ein Buch voller Geschichten, die dein Deutsch auf das nächste Level bringen. Link unten in den Kommentaren. Gut. Jetzt schauen wir uns 3 konkrete Situationen an, die im echten Gespräch immer wieder vorkommen. Das Gespräch stockt. Du willst das Thema wechseln und du willst das Gespräch beenden. Ja, besonders das Stocken kenne ich gut. Plötzlich ist es still und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und das ist unangenehm, aber es ist auch normal. Auch unter Muttersprachlern gibt es stille Momente. Das beruhigt mich. Und in diesen Momenten gibt es ein paar einfache Sätze, die du benutzen kannst, um das Gespräch wieder zu starten. Zum Beispiel: Darf ich dich etwas fragen? Das ist eine sehr elegante Lösung. Du fragst, ob du fragen darfst. Das gibt der anderen Person Kontrolle und es öffnet einen neuen Kanal. Darf ich dich etwas fragen? Sehr gut. Oder du wechselst das Thema direkt. Du sagst: Übrigens, ich wollte dich noch fragen. Übrigens, ich wollte dich noch fragen. Perfekt. Das Wort übrigens ist sehr natürlich. Es zeigt, dass du von einem Thema zum nächsten gehst, ohne dass es komisch wirkt. Das klingt wirklich fließend. Genau. Und noch eine Möglichkeit, wenn es still wird. Du teilst etwas aus deinem eigenen Leben. Einfach und kurz. Zum Beispiel: Ich war letzte Woche übrigens zum ersten Mal in München. Das war wirklich schön. Das öffnet automatisch ein neues Thema. Genau. Du gibst der anderen Person neue Informationen und sie kann reagieren oder fragen. Jetzt die zweite Situation. Du willst das Thema wechseln, weil du das aktuelle Thema nicht mehr interessant findest. Oder weil du etwas Bestimmtes fragen willst. Du sagst: Apropos, das erinnert mich an etwas. Apropos, das erinnert mich an etwas. Sehr gut. Oder ganz direkt: Darf ich kurz das Thema wechseln? Darf ich kurz das Thema wechseln? Perfekt. Das ist sehr direkt. Aber es ist auch sehr ehrlich. Und die meisten Menschen schätzen Ehrlichkeit. Und jetzt die dritte Situation: Das Gespräch beenden.
freundlich und natürlich. Ja? Ich stehe manchmal da und weiß nicht, wie ich aufhöre. Ich sage dann einfach nichts und es wird wieder still. Das machen viele, aber es gibt sehr einfache Sätze dafür. Der einfachste ist: Es war schön, mit dir zu sprechen. Es war schön, mit dir zu sprechen. Sehr gut. Das ist freundlich, klar und schließt das Gespräch ab. Ich muss jetzt leider weiter, aber es war schön. Ich muss jetzt leider weiter, aber es war schön. Perfekt. Das Wort leider macht es weich. Es zeigt, dass du das Gespräch genossen hast, aber dass du jetzt gehen musst. Das klingt sehr natürlich. Und am Ende kannst du noch sagen, vielleicht sehen wir uns bald wieder. Oder bis bald. Bis bald. Genau. Kurz, freundlich und fertig. Jetzt machen wir eine Übung. Sprecht alle laut mit. Sag: Darf ich dich etwas fragen? Darf ich dich etwas fragen? Jetzt übrigens, ich wollte dich noch fragen. Übrigens, ich wollte dich noch fragen. Jetzt, es war schön mit dir zu sprechen. Es war schön, mit dir zu sprechen. Jetzt, ich muss jetzt leider weiter. Aber es war schön. Ich muss jetzt leider weiter, aber es war schön. Sehr gut, das sind echte Sätze für echte Gespräche. Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie du in verschiedenen Kontexten Gespräche startest. Bei der Arbeit, mit Nachbarn, in sozialen Situationen, denn der Ton ist nicht immer gleich. Ja, das stimmt. Mit einem Chef spreche ich anders als mit einem Freund. Genau das machen wir als nächstes. Gut. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Kontext. Denn Gespräche starten ist nicht überall gleich. Der Ton, die Wörter und die Fragen hängen davon ab, wo du bist und mit wem du sprichst. Ja? Das ist etwas, das ich manchmal falsch mache. Ich spreche manchmal zu locker mit jemandem, der formeller ist. Und das passiert. Besonders wenn man eine neue Sprache lernt. Du lernst eine Version des Deutschen und benutzt sie überall. Aber das funktioniert nicht immer. Genau. Deshalb schauen wir uns jetzt 3 Kontexte an. Die Arbeit, die Nachbarschaft und soziale Situationen unter Freunden oder Bekannten. Fangen wir mit der Arbeit an. Bei der Arbeit ist der Ton in Deutschland oft etwas formeller, besonders am Anfang. Also mit sie statt du. Genau, und das ist wichtig. Wenn du dir nicht sicher bist, fang immer mit sie an. Die andere Person wird dir sagen, wenn du sagen kannst. Ein typischer Gesprächseinstieg bei der Arbeit ist: Guten Morgen. Haben Sie einen Moment? Guten Morgen, haben Sie einen Moment. Sehr gut. Oder: Entschuldigung, darf ich Sie kurz etwas fragen? Entschuldigung, darf ich Sie kurz etwas fragen? Perfekt. Das ist höflich, direkt und professionell. Und wenn du jemanden neu kennenlernst bei der Arbeit, sagst du: Hallo, ich bin neu hier. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Hallo, ich bin neu hier? Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Sehr gut. Das ist ein klassischer und sehr guter Einstieg. Jetzt die zweite Situation. Nachbarn. Das ist eine besondere Situation in Deutschland. Denn Deutsche und Nachbarn ist ein komplexes Thema. Ja, ich habe gehört, dass Deutsche oft nicht viel mit Nachbarn sprechen. Das ist ein Klischee, aber es hat einen wahren Kern. Deutsche brauchen oft etwas mehr Zeit, bevor sie sich öffnen. Also nicht sofort sehr persönlich werden. Genau, fang einfach an. Im Flur beim Briefkasten an der Tür. Du sagst, guten Morgen, schöner Tag heute, oder? Guten Morgen, schöner Tag heute, oder? Sehr gut. Oder, hallo, wir sind Nachbarn, oder? Ich bin Paula. Hallo? Wir sind Nachbarn, oder? Ich bin Paula. Perfekt. Das ist freundlich, offen und nicht aufdringlich. Du gibst deinen Namen. Du machst einen kleinen Schritt.
Und wenn der Nachbar nicht so gesprächig ist? Dann ist das auch okay. Du hast es versucht. Beim nächsten Mal wird es einfacher. Gespräche mit Nachbarn wachsen langsam. Und jetzt die dritte Situation. Soziale Kontexte. Partys, Gruppen, Veranstaltungen, Sprachkurse. Hier ist der Ton lockerer. Du kannst sagen. Du kannst persönlicher sein. Was sage ich in einer Gruppe, wo ich niemanden kenne? Du gehst auf eine Person zu und sagst, hey, ich kenne hier kaum jemanden. Bist du auch zum ersten Mal hier? Hey, ich kenne hier kaum jemanden. Bist du auch zum ersten Mal hier? Sehr gut. Das ist ehrlich und offen. Du zeigst, dass du auch ein bisschen unsicher bist. Und das verbindet Menschen. Das gefällt mir. Es ist nicht aufgesetzt. Genau. Authentizität ist der stärkste Gesprächsöffner. Menschen spüren, wenn jemand echt ist. Und noch ein letzter Satz für soziale Situationen. Ich lerne noch Deutsch. Aber ich versuche es. Habt ihr Geduld mit mir? Ich lerne noch Deutsch, aber ich versuche es. Habt ihr Geduld mit mir? Perfekt. Das ist mutig, ehrlich und entwaffnend. Die meisten Menschen lächeln und helfen dir sofort. Das ist wirklich schön, weil es zeigt, dass man nicht perfekt sein muss. Genau. Und das ist der wichtigste Gedanke dieser ganzen Folge. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur anfangen. Und noch ein Hinweis. In unserem Sprachlernprogramm arbeiten wir genau an diesen Momenten. Wie du echte Gespräche startest. Wie du reagierst, wenn es schwierig wird. Wie du Deutsch wirklich lebst. Wenn dich das interessiert, schau gerne in die Kommentare. Das ist genau das, was man braucht, um wirklich zu sprechen. Genau. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Ich bin bereit. Perfekt. Dann gehen wir zum Ende. Gut, dann sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Und heute war wirklich viel drin. Lass uns alles noch einmal zusammenfassen. Ja? Ich fühle mich jetzt viel mutiger. Ich glaube, ich kann das nächste Mal wirklich ein Gespräch starten. Genau das ist das Ziel. Nicht perfektes Deutsch, sondern der erste Schritt. Lass uns zusammenfassen. Im ersten Teil haben wir über die 3 größten Hindernisse gesprochen. Fehler machen, nicht verstanden werden und die Antwort nicht verstehen. Und wir haben gesehen, dass alle 3 Probleme lösbar sind. Mit einfachen Sätzen wie Ich lerne noch Deutsch, bitte sprich langsam oder Entschuldigung, kannst du das wiederholen? Diese Sätze sind meine Sicherheit. Genau. Dann haben wir die wichtigsten Einstiegssätze gelernt. Für verschiedene Situationen. Hallo, wie geht es dir? Das Wetter ist heute schön, oder? Woher kommst du ursprünglich? Bist du auch zum ersten Mal hier? Einfache Sätze, die echte Gespräche öffnen. Perfekt. Dann haben wir gelernt, wie du das Gespräch am Laufen hältst. Mit Reaktionssätzen wie wirklich, das ist interessant. Und mit Anschlussfragen wie war das für dich? Was hat dich dazu gebracht? Und du? Ich muss nicht viel sagen. Ich muss nur gut fragen. Genau. Dann haben wir 3 schwierige Momente geübt. Das Stocken, den Themenwechsel und das Beenden. Mit Sätzen wie Darf ich dich etwas fragen? Übrigens, ich wollte dich noch fragen. Und es war schön, mit dir zu sprechen. Diese Sätze machen Gespräche viel runder. Genau. Und am Ende haben wir gesehen, dass der Kontext wichtig ist. Bei der Arbeit, mit Nachbarn und in sozialen Situationen sprichst du anders, aber das Wichtigste bleibt immer gleich. Du fängst an. Du fängst einfach an. Perfekt. Und jetzt kommt deine Aufgabe. Für dich und für alle, die zuhören. Okay, ich bin bereit. Such dir diese Woche eine Situation aus. Eine echte Situation, in der du ein Gespräch auf Deutsch starten könntest. Mit einem Nachbarn,
mit einem Kollegen, mit jemandem beim Einkaufen, mit jemandem an der Haltestelle. Und dann mach es. Nur einen Satz, nur einen Einstieg. Nur einen Satz. Das kann ich machen. Genau. Und dann schreib uns in die Kommentare, was war die Situation, was hast du gesagt und was ist passiert. Das ist spannend. Ich bin neugierig, was andere erlebt haben. Genau. Denn Lernen passiert nicht nur hier im Podcast, es passiert in echten Momenten, in echten Gesprächen. Und wenn du wirklich Deutsch sprechen willst, wenn du nicht nur einzelne Sätze lernen, sondern wirklich fließend kommunizieren willst, dann schau dir unser Sprachlernprogramm an. Wir arbeiten dort genau an diesen Momenten, wie du anfängst, wie du dranbleibst, wie du dich wirklich ausdrückst. Den Link findest du in den Kommentaren. Das ist der nächste Schritt. Genau. Dann danke ich dir, dass du heute dabei warst. Denk daran, Gespräche warten nicht auf den perfekten Moment. Du schaffst den Moment mit dem ersten Satz. Danke dir, Paul. Das war heute wirklich motivierend. Sehr gerne, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Das hast du sehr gut gemacht. Jetzt ist der nächste Schritt, selbstbewusst zu sprechen. Sichere dir deinen Platz in unserem 30-Tage-Kurs und bekomme 30% Rabatt. Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.